Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute schöne Waffeln backen und dafür brauche ich folgende Zutaten. 250 Gramm Mehl der Type 405, 175 Gramm weiche Butter, 250 Milliliter Milch, 50 Gramm Zucker, 3 Eier, 1 Teelöffel Backpulver und etwas Vanille. Als erstes gebe ich die Butter hier in meine Schüssel, gebe den Zucker mit dazu und das beides werde ich erst einmal mit dem Handrührgerät vermengen. Als nächstes gebe ich dann die Eier dazu. Als nächstes gebe ich dann nun den Zimt mit dazu, das Backpulver und das Mehl. Und dann gebe ich die Milch mit dazu. Dies ist nun der fertige Waffelteig. Den lasse ich jetzt erstmal so einen Augenblick stehen, lasse ihn ein bisschen ruhen und in der Zeit werde ich mir das Waffeleisen vorheizen. Das Waffeleisen ist nun heiß. Obwohl ja schon jede Menge Butter in dem Teig mit drin ist, werde ich doch noch ganz leicht das Waffeleisen einfetten. Ich möchte ja nicht, dass dieser schöne Teig dann nachher hier hängen bleibt und ich das nicht sauber rausbekomme. Da werde ich mir jetzt einen schönen ordentlichen Klecks von dem Teig in das Waffeleisen geben. Und lasse es dann für circa 2 Minuten, 2,5 Minuten komplett in Ruhe. Wenn du das Waffeleisen zu früh öffnest, dann machst du die Waffel kaputt und bleibt auf alle Fälle kleben. Ich habe das Waffeleisen bei Stufe 6, also höchster Stufe, aufgeheizt, habe es dann runtergestellt auf Stufe 3, um jetzt die Waffeln auszubacken. Welche Temperaturen du bei dir nimmst, das hängt natürlich von deinem Waffeleisen ab. Das musst du dann schon mal ausprobieren. So, 2 Minuten sind um. Gucken wir mal rein. Ja, das sieht doch schön aus. Fast noch ein wenig zu wenig Teig. Es hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Fertig ist die erste Waffel. Wollen wir gleich weitermachen. Da ist immer noch genug Fett drin. Das glaube ich, brauche ich nicht nochmal einölen. Ein bisschen mehr Teig jetzt. Und wieder für circa 2 Minuten backen. Zeit ist um. Das sieht ja schon fast aus, als wenn das ein bisschen viel Teig jetzt war. Das sind nun die fertigen Waffeln. Ich habe aus der Menge jetzt 6 Waffeln herausbekommen. Ich werde sie jetzt noch weiter auskühlen lassen, um sie dann noch mit Puderzucker zu bestäuben. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen.
Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.